Hello and hello and hello. Hallo und hallo und hallo. So Paul is saying that it's a shame that people within the church can't fix this problem. Paulus sagt also, es sei eine Schande, dass die Menschen in der Gemeinde dieses Problem nicht lösen können. He said there has to be somebody who has that wisdom. Er sagt, dass es jemanden geben muss, der die Weisheit dazu hat. It's interesting. He says who can settle the dispute but also reconcile the offended parties. Interessanterweise sagt er, dass es jemanden geben muss, der nicht nur den Streit schlichten, sondern der auch die Konfliktparteien versöhnen kann. See, the heart of God is always reconciliation. Im Herzen Gottes geht es immer um Versöhnung. Now let me tell you something. Ich sage dir mal was. If we bring our disputes to the worldly court, Wenn wir unsere Streitigkeiten vor ein weltliches Gericht bringen, do you really think at the end of that there is reconciliation? glaubst du wirklich, dass es am Ende eine Versöhnung gibt? Of course there's not. Natürlich nicht. There's even more broken relationship. Es gehen sogar noch mehr Beziehungen kaputt. So think. Stell dir vor, Two Christians have an argument of 7,000 euros. 2 Christen streiten über 7.000 Euro. They take it to court, Sie bringen es vors Gericht and the court makes a judgment in favor of one of those two people. und das Gericht fällt ein Urteil zugunsten einer der beiden Personen. See, they're not walking out there reconciled. Sie gehen unversöhnt aus dem Gerichtssaal. They're going to sit in the next service. One is happy and the other one is mad at his brother who won the court case. Sie werden im nächsten Gottesdienst sitzen, einer ist glücklich und der andere ist wütend auf seinen Bruder, der den Prozess gewonnen hat. Now they live with bitterness in their heart. Sie leben nun mit Bitterkeit in ihren Herzen. Part of the same community, and they live with stuff in their heart that shouldn't even be there. Sie gehören zur selben Gemeinde und haben etwas in ihrem Herzen, das dort nicht sein sollte. See, what Paul says is so important for the life of the church. Was Paulus hier sagt, ist für das Gemeindeleben so wichtig. So then he says, Anschließend sagt er, and this is a really interesting point that we have to take good care of. und das ist ein wirklich interessanter Punkt, auf den wir besonders achten müssen. So first of all, reconciliation must be the goal when we as the church try to settle dispute. In erster Linie muss Versöhnung das Ziel sein, wenn wir als Gemeinde versuchen, Streitigkeiten zu schlichten. Then he says it's not right for a believer to sue a fellow believer. Dann sagt er, es ist nicht richtig, dass ein Gläubiger einen Glaubensbruder verklagt. Now, what do you do with that statement? Was machen wir nun mit dieser Aussage? It's not right. Es ist nicht richtig. If it's not right, that means if you do it, it's wrong. Wenn es nicht richtig ist, bedeutet das, wenn du es tust, ist es falsch. Every time I confronted Christians with this scripture, they had a million excuses why this doesn't apply for them. Jedes Mal, wenn ich Christen mit dieser Bibelstelle konfrontierte, hatten sie 1000 Ausreden, warum das auf sie nicht zutrifft. When we were cheated, Debbie found it very hard. Debbie fand es sehr schwer, als wir betrogen wurden. The reason why Debbie found it so hard because we trusted these people completely. Für sie war es deshalb so schwer, weil wir diesen Leuten absolut vertraut hatten. I said, sweetheart, let this go from your heart. Ich sagte, Schatz, lass die Sache in deinem Herzen los. It makes no sense. Es macht keinen Sinn. You know, I've been accused so many times of being too patient. Man hat mir so oft vorgeworfen, ich sei zu geduldig. Somebody said to me, Reinhard, you're more patient than God. Jemand sagte zu mir, Reinhard, du bist geduldiger als Gott. I tell you why. Ich sage dir warum. Because I will trust my Christian brothers and sisters even though they have taken advantage of me, I don't know how many times. Ich vertraue meinen christlichen Brüdern und Schwestern, auch wenn sie mich oft ausgenutzt haben. Now, let me correct it. Lass mich das korrigieren. That doesn't mean those people who are untrustworthy, not trustworthy, that I trust them. Das heißt nicht, dass ich Menschen, die nicht vertrauenswürdig sind, vertraue. No, they have to gain now their trust back from me. Nein, sie müssen mein Vertrauen erst wieder zurückgewinnen. But what I'm saying is I will always walk into Christian relationship with trusting my Christian brothers and sisters, even though I've been hurt so many times. Ich will damit sagen, dass ich mich immer auf christliche Beziehungen einlasse und meinen christlichen Brüdern und Schwestern vertraue, auch wenn ich schon so oft verletzt worden bin. And people say to me, you're just going to get hurt again. Who cares? Die Leute sagen, du wirst nur wieder verletzt werden, wen kümmert das? You know, the truth is, it's much better to learn to walk in love, forgiveness, kindness, and reconciliation. Die Wahrheit ist, es ist viel besser zu lernen, in Liebe, Vergebung, Freundlichkeit und Versöhnung zu leben. And to take the word of Paul serious, it is
wrong. So if it's wrong, it's wrong. Und das Wort von Paulus ernst zu nehmen, es ist falsch. Wenn es also falsch ist, ist es falsch. Then to protect yourself from being taken advantage of. Es ist besser, als sich davor zu schützen, ausgenutzt zu werden. So Paul is clear, it's not right, so it's not right. Paulus stellt klar, es ist nicht richtig, also ist es nicht richtig. And especially to bring it before the unbelievers, he says. Und vor allem, dass man es vor die Ungläubigen bringt, sagt er. So look at verse 7. Sieh dir Vers 7 an. I really like this. Das gefällt mir sehr gut. Don't you realize when you drag another believer into court, you're providing the evidence that you are already defeated? Merkst du nicht, dass wenn du einen anderen Gläubigen vor Gericht zerrst, du damit den Beweis lieferst, dass du bereits besiegt bist? Now, who is he talking to? Zu wem spricht er jetzt? To the one guy who believes that he's right and not defeated. Zu demjenigen, der glaubt, dass er im Recht ist und nicht besiegt wurde. The guy who says, he cheated me, therefore I take him to court. Paul said, that guy who does it is already defeated. Derjenige, der sagt, er hat mich betrogen, also bringe ich ihn vors Gericht. Paulus sagt, dass derjenige, der so etwas tut, bereits besiegt ist. You can walk out of the court having won the court case, but you are still defeated according to the Apostle Paul and to the Bible. Du kannst zwar als Sieger aus dem Gerichtssaal gehen, aber laut Apostel Paulus und der Bibel bist du trotzdem besiegt. Now he says a statement that Daniel is going to love but not like. Jetzt kommt eine Aussage, die Daniel lieben, aber nicht mögen wird. Wouldn't it be better to accept the fact that someone is trying to cheat and take advantage of you and simply choose the high road? Wäre es nicht besser, die Tatsache zu akzeptieren, dass jemand versucht, dich zu betrügen und auszunutzen und einfach den höheren Weg zu wählen? What's the high road? Was ist der höhere Weg? Well, he tells him in the same chapter, I show you the high road, the more excellent way, the higher level to live. Nun, er verrät ihm im selben Kapitel, ich zeige dir den höheren Weg, den besseren Weg, die höhere Ebene, auf der du leben kannst. It's love. Es ist die Liebe. So Paul said it's way better to be cheated, to be taken advantage of, because you choose to love. Paulus sagt also, es ist viel besser, betrogen und ausgenutzt zu werden, weil du dich für die Liebe entscheidest. Listen, Hör zu. if nobody ever cheats you, how are you going to practice love those who hate you? Wenn dich nie jemand betrügt, wie willst du dann lernen, diejenigen zu lieben, die dich hassen? Look what he says. Schau mal, was er sagt. At time, it is better to just accept injustice and even to let someone take advantage of you. Manchmal ist es besser, Ungerechtigkeit einfach hinzunehmen und sich sogar von jemandem ausnutzen zu lassen, rather than to expose our conflicts publicly before unbelievers. als unsere Konflikte öffentlich vor Ungläubigen auszubreiten. You know all of your Christian friends who live this. Du kennst doch sicher deine christlichen Freunde, die so leben, oder? Everybody's happy to be taken advantage of as long as he can live in love. Jeder ist froh, wenn er ausgenutzt wird, solange er in Liebe leben kann. We're supposed to. Das sollten wir aber wirklich sein. Look at the strong words. It is better to be taken advantage of, to be the doormat of the people than not to walk in love. Schau dir seine starken Worte an. Es ist besser, ausgenutzt zu werden, der Fußabtreter der Menschen zu sein, als nicht in Liebe zu wandeln. We're going to make this a little longer devotional Wir machen daraus eine etwas längere Andacht, because we're going to finish this whole thought in verse 8. weil wir diesen Gedanken mit Vers 8 abschließen wollen. But instead, you keep cheating and doing wrong to your brothers and sisters and then request the unbelievers render their judgment. Stattdessen aber betrügt ihr weiter und tut euren Brüdern und Schwestern Unrecht und verlangt dann, dass die Ungläubigen ihr Urteil fällen. If I would be a Brazilian now speaking Portuguese, Wenn ich jetzt ein portugiesisch sprechender Brasilianer wäre, I would say, que vergonha. würde ich sagen, que vergonha. What an shame, what an embarrassment for the church that Paul has to write this. Was für eine Schande, was für eine Blamage für die Gemeinde, dass Paulus das schreiben muss. So Paul is saying, you don't understand the ABC of Christianity. Paulus sagt also, ihr versteht das ABC des Christentums nicht. What's the ABC of Christianity? Was ist das ABC des Christentums? Love the way Jesus showed us how to love. So zu lieben, wie Jesus es uns gezeigt hat. If that means I'm taken advantage of, that's fine. Wenn das bedeutet, dass ich ausgenutzt werde, ist das in Ordnung. If that means if I've been cheated, that's all right. Wenn das bedeutet, dass ich betrogen werde, dann ist das okay. If that means if I'm trampled upon, that's perfectly fine. Wenn das heißt, dass man mich ärgert, ist das völlig in Ordnung. To choose the higher road is way more important than to have my right before a human court. Den höheren Weg zu wählen ist viel wichtiger, als mein Recht vor einem menschlichen Gericht geltend zu machen. Ah, you've got plenty to think about now. Ah, du hast jetzt viel zum Nachdenken. See, I had the courage to tackle 1 Corinthians 6. Siehst du, ich hatte den Mut, 1. Korinther 6 in Angriff zu nehmen. You know why? Weißt du warum?
because it's part of the Bible. weil es ein Teil der Bibel ist. And I've lived this quite a few times in my life. Und ich habe das in meinem Leben schon ein paar Mal erlebt. Let people take advantage of me and learn to love them anyhow. Ich ließ zu, dass Menschen mich ausnutzen und lernte, sie trotzdem zu lieben. You guys have a great day. Ich wünsche euch einen großartigen Tag.